Hi und herzlich willkommen bei Bauboom Bang und zu einem neuen Project Bang. Endlich sind sie fertig, meine Designwandleuchten. Ich hatte ein Problem und das habe ich selbst gelöst. Da nehme ich euch jetzt mit, denn die sind richtig cool geworden. Das Ergebnis gibt's am Ende. Während ich euch kurz die Planung und die Konstruktion der Lampe zeige, möchte ich euch natürlich auch meine Intention zu diesem Projekt nicht verheimlichen. Ein Wandstrahler, welcher in zwei Richtungen strahlt und natürlich zuhauf so auch zu kaufen ist, jedoch nur mit einem Leuchtmittel bestückt, gibt's ihn nicht. Also ich habe ihn auf jeden Fall nicht gefunden. Das roughe Design aus Stahl war mein erster Gedanke, damit er auch zu meiner Betonwand passt, die ich natürlich auch selbst gestaltet habe. Und das Leuchtmittel, welches ich verbauen wollte, sollte natürlich zum Haussystem passen und hier habe ich überall U-Lampen verbaut und so kam meine Wahl zum E10 Strahler von U. Die Fassung habe ich dann bestellt und dann war mir schnell klar, ich muss eine Halterung konstruieren, um das Ganze irgendwie in dem Stahlmantel zu befestigen. Und den Trick mit dem Strahlen in zwei Richtungen, das seht ihr dann gleich, wenn ich erstmal alles fertig gebaut habe. Fertig konstruiert und ausgedruckt. Und nochmal, zack, und nochmal, zack. Beim Stahlblechschneiden und hier auch besonders beim 2 mm Stahlblech solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, dass ihr das Ganze hochkant schneidet. Einmal die Schutzschicht runtergeschliffen und schon kann es zum Wegschweißen gehen. Wegschweißen ist einfach eine so coole Schweißmethode. Wenn auch ihr wissen wollt, wie man sich selber Wegschweißen beibringt, dann kommentiert mal fleißig, dann kann ich vielleicht mal passend dazu ein Video machen. Alles entgraten, damit man sich nicht mehr verletzen kann. Jetzt kommen die Markierungen auf die Rückseite. Dazu einmal alles messen, anritzen, die Bohrlöcher und alles übertragen wir von unserer 3D gedruckten Konstruktion auf das Metall. Hier zeigt sich, dass man auch mit einer relativ günstigen Ständerbohrmaschine tolle Projekte umsetzen kann. Hier wird erstmal fleißig alles gebohrt mit den passenden Stahlbohrern. Ein Tropfen Bohröl und schon geht der Bohrer viel geschmeidiger durchs Metall. Jetzt werden noch schnell händisch die Gewinde eingeschnitten und bitte macht hier nicht den Fehler, den ich tatsächlich Jahre gemacht habe und ihr habt dann quasi nur den Gewindeschneider für 5 mm. Wenn ihr ein Profi-Set nehmt, dann habt ihr auch wirklich diese sogenannten, ob man sie so nennt, Unterstufen, um ein Gewinde zu schneiden. Das ist erkennbar an dem einen Strich, den 2 Strichen und dem Schneider ohne Strich. In der Reihenfolge 1 Strich, 2 Striche, ohne Strich. Das ganze Metallgehäuse benötigt nochmal eine Schutzschicht. Das mache ich mit einem Klarlack von Edding. 2 Schichten kommen drauf, einmal als Korrosionsschicht natürlich, also Korrosionsschutz und natürlich aber auch als Kontaktschutz, weil wir hier ja blankes Metall haben. Die Elektroinstallation zeige ich euch natürlich nicht, weil aus Gründen, dass, wenn ihr es nachmachen wollt, ihr selber schuld seid, wenn ihr einen Fehler macht. Ihr kennt das ganze bla 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 auf eigene Gefahr. Passgenau ist eigentlich mega und es ist natürlich super, wenn alles passt, aber das Ganze macht es auch schwieriger, alles miteinander zu verbinden. Egal, das ist frickelig, aber es funktioniert
Und wo ihr mit den Händen nicht drankommt, dafür gibt's super Werkzeug. Hier nutze ich gerade einen von meinen iFixit-Tools, kann ich euch sehr ans Herz legen. Alle Aufsätze, die man für Feinmechanik und Grobmechanik braucht, findet ihr hier. Plus eben diese Wellenverlängerung, damit ihr auch um die Ecke und an komplizierten Stellen schrauben könnt. Okay, sorry, ich muss die Kamera ausmachen, weil ich werde irre. Es ist die friemeligste Scheißarbeit, die man machen kann. Das müsst ihr jetzt irgendwie festkriegen. Ich zeige euch, wenn es fest ist und sage euch, wie viele Stunden es gebraucht hat. Und natürlich nicht vergessen, an diesen Stellen neuen Korrosionsschutz wieder neu aufzutragen. Und hier kommt der Trick, nämlich, eine Spiegelfolie. Zum Trick gehört natürlich auch ein 3D gedrucktes Dreieck. Und dieses wird dann zum Schluss mit einer ganz, ganz einfachen Spiegelfolie, selbstklebend, einfach beklebt und auf der Rückseite mit 3 oder 4 oder 2 oder einem Neodynmagneten. Ich habe 4 Löcher konstruiert, aber man braucht sie nicht wirklich. Ich habe jeweils 2 Neodynmagneten auf der Rückseite und schon kann einfach dieses Trapez mit der Spiegelfolie gegenüber der Lampe positioniert werden. Und den Effekt werdet ihr gleich sehen. Ich finde ihn sehr, sehr genial. Jetzt benötigt es nur noch in der Wand natürlich die passenden Bohrungen. Und hier seht ihr schon mein Lieblingstool. Aber was es damit auf sich hat, werdet ihr gleich noch erfahren. Oh Mann, die Lampen hängen und ich hätte auch noch nicht mal gedacht, dass ich damit ein YouTube, TikTok und Insta-Trend auslöse, nur weil ich diese grünen Rigipsdübel da drin installiert habe. Ja, falls ihr es nicht gesehen habt, checkt mal meine Shorts ab. Ja, das sind die Lampen, sie hängen und wir wollen sie natürlich jetzt auch leuchten lassen. Tada! Sieht es nicht geil aus? Aus einem Problem wird eine Lösung und das auch noch selbst gemacht. In dreifacher Ausführung, wie geil sieht das denn bitte aus? Warmweiß, kaltweiß, warmweiß. Jeder, der das gesehen hat, hat gesagt, wow, geil, wo hast du die denn her? Selbst gemacht. Ich wollte euch inspirieren, es wird keine Baupläne geben, weil da Elektrik drin verbaut ist und ich möchte das Risiko nicht eingehen, dass bei euch irgendwas passiert, nur weil ihr was falsch macht. Also dementsprechend seht es als Inspiration. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Kommentiert fleißig, Daumen hoch und die Glocke anschalten, damit ihr nichts verpasst. Unterstützt so bitte meinen Kanal, damit ihr weiter tolle Videos konsumieren könnt. Also bleibt gesund und macht es selbst. Selber machen. Selber machen. Jetzt. Oder hier weiter gucken. Und aus.